Freunde, willkommen zurück und heute möchte ich mal mit euch über den Natural Oud von Lattafa reden. Das hört sich ja wieder sehr interessant an. Und ja, Natural Oud. Ist es denn auch wirklich wieder ein Oud-Duft? Ich bin ja ein großer Oud-Liebhaber, ihr wisst es. Und ja, da bin ich mal gespannt. Und er hat auch laut manchen Leuten ja einen, sag ich mal, ein großes Vorbild, würde ich mal behaupten. Da kommen wir aber später zu, ob das auch wirklich stimmt. So, mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr wieder dabei seid aus Hamburg, a.k.a. Fragrance Store. Yes, sir. Jui. Natural Oud. So, erstmal zum Flakon. Ihr kennt das ja, oder ihr kennt ja meine Meinung zu diesen Flakons. Ich finde das wirklich genial. Und wenn man sich überlegt, was so ein Duft kostet, der kam jetzt hier, glaube ich, oder der kostet 29 Euro. Normalerweise sagen wir mal zwischen 29 und 49 Euro, glaube ich. Will aber auch nichts Falsches sagen. Er ist immer jedenfalls hin und her. Und hier ein bisschen ausgestanden, schönes Teil und auch ein, wie immer, guter Sprüher von Lattafa. Was will man da anderes sagen? Ja, und der Oud, genau. Gottes Willen. Den Duft finde ich wirklich gelungen. Ein richtig schöner, würziger, orientalischer Duft. Warum? Am Anfang habt ihr Muskat, ihr habt aber auch Safran und Früchte. Das merkt ihr. Also schöne, das ist das leicht süßliche im Hintergrund, sind diese Früchte. Und dann Safran habt ihr sofort da und auch Muskat. Muskat ist schon da, aber nicht, dass es so übertrieben ist. Nein, das nicht, sondern wirklich gut zusammengestimmt, diese drei Inhaltsstoffe. Wirklich nice und er riecht dazu auch noch frisch. Ja, trotz Safran und Muskat und diesen Früchten riecht er frisch, kühl, frisch. Und denn diese drei Sachen, also Respekt an Lattafa hier, das ist wirklich gut gemacht. Dann kommt Jasmin und Rose dazu. Das merkt man natürlich. Rose ist ja immer so ein Teil, so ein Inhaltsstoff. Mag man das oder nicht? Aber grundsätzlich da, wo Oud drin ist, ist meistens auch Rose mit, weil diese Kombi Rose Oud meinen die meisten, dass das funktioniert. Das stimmt nicht immer, aber es ist, man kann es gut zusammenfügen. Das ist mir immer aufgefallen. Rose Oud, ich weiß gar nicht, natürlich müsste man jetzt, so aus dem Stegreif kann ich aber nicht sagen, das ist ein Oud-Duft, da ist aber keine Rose drin. Also und selbst wenn keine Rose drin ist, riecht ihr immer irgendwie sowas. Und der Jasmin ist auf jeden Fall auch da, aber alles so ein bisschen zurückgefahren. Die Rose ist stärker als der Jasmin, aber richtig schön. Dann kommt nachher der Amber noch hinzu. Der Rest bleibt natürlich Rose, Jasmin, die Früchte, Muskat und Safran, das bleibt. Aber dann kommt der Amber noch zu. Und das macht es natürlich so anschmiegsam trotzdem da und richtig schön nice. Und wir sind immer noch, und ich muss es immer erwähnen, wir sind hier bei 29 bis 49 Euro, 100 ml mit einem schönen Flakon und einem guten Sprüher. Dann kommt das Oud und Sandelholz und Benzol, glaube ich, ist auch noch drin. Aber dann kommt das Oud. Also, natürlich wird es kein echtes Oud sein, obwohl ich bei Lattafa und diesen arabischen Leinen, man weiß ja nie, die hauen ja ein bisschen mehr Geld raus und denen ist auch manchmal völlig egal, ob der günstig ist, der Duft. Man könnte trotzdem vielleicht echtes Oud reinholen, weil das sind eben die Araber und die, sag ich mal, scheißen da drauf, die machen einfach und hauen raus und da sitzt eben das Geld ein bisschen anders, ne? Aber ich will nicht sagen, ich gehe mal von aus, es ist jetzt kein echtes Oud, aber man merkt dieses Oud schon von Anfang an. Ich finde aber kein Kuhstall-Oud, nein, das ist es nicht. Gut, wer vielleicht das erste Mal Oud riecht, dann kann das vielleicht auch so riechen. Aber ich habe hier keinen Kuhstallgeruch und richtig schön, wie gesagt, Sandelholz, Oud, Safran. Also grundsätzlich ist das ein Duft. Er ist ein bisschen holzig, klar, Oud. Dann Rose. Also diese Blumigkeit in der Mitte, im Mittelteil das ist schon in der Herznote, merkt man schon, aber grundsätzlich Safran, Gewürze, holzig durch das Oud und ja, und Sandelholz natürlich und so weiter. Nice. Also wirklich gut. Ich muss das einfach so erwähnen. Für den Preis ist das top. So, und jetzt kommen wir kurz mal, muss ich da was zu erwähnen. Das habe ich aber nicht auf so einer bestimmten Seite gesehen. Da ist übrigens nichts, glaube ich, angegeben, sondern auf einer anderen Seite. Und da wurde oft der 1 Million Oud, hier die arabische Line, der einmal mal rausgekommen ist ein sehr geiler Duft. Am Anfang war ich ja nicht so begeistert, aber nachher präsent und stark. Und der ist so dort angegeben als ja ähnlichen Duft und so weiter und so fort.
Ja, das stimmt tatsächlich. Wer also diesen Oud von One Million nicht mehr bekommen hat oder nicht so viel Geld ausgeben will, kann das machen. Aber der One Million ist dunkler, tiefer und auf jeden Fall stärker. Das hier, da kommen wir jetzt auch zu, hat eine sehr gute Haltbarkeit, ne? Von 8, ich sage mal von 7 bis 10 Stunden, weil das ist immer anders und vielleicht sogar aufwärts. Die Sillage ist auch da, aber nicht mit den One Million zu vergleichen. Der ist einfach ein Monster geworden, aber auch nur, nachdem man den einmal benutzt hat und dann stehen gelassen hat. Das ist irgendwie so ein Super One Million irgendwie so. Und dann, das ist ein Monster, den möchtest du abwaschen, so stark ist. Aber hier haben wir die Frische dazu noch. Also im Endeffekt das Teil nur in frisch und natürlich noch mit der Lattafa DNA. Also eine sehr, sehr, sehr gute Alternative, könnte man sagen. Vor allen Dingen, wenn man das nicht so dunkel und tief haben möchte, dann ist das hier perfekt. Und ich kann immer, es riecht zwar hier, aber ich sprühe nochmal, ich kann nur sagen, das hier ist aus diesem Haus, aus dieser Reihe, ich habe da ja einige von, mit der beste. Richtig gut. So, und wenn keine Ahnung, ich denke mal, er steht für sich durch die Frische, dann kannst du ihn auch gut tragen. Es gibt ja auch Leute, die einfach das, sag ich mal, immer sich so ein bisschen überlegen, möchte ich eine Alternative übertragen, eine günstige, ja, das kommt immer darauf an, was hier. Wenn ihr natürlich irgendwelche Alternativen da draußen, die Düfte nachmachen, die du in jeder Einkaufspassage findest, die meinen, die müssen jetzt irgendwas machen, ja, das ist was anderes. Aber ich sag mal, Lattafa, die Arabi, stehen inzwischen ja auch bei Parfümerien, ne? Nur mal nebenbei, ist das schon mal aufgefallen? Ist euch das schon mal aufgefallen, dass Lattafa zum Beispiel auch bei Douglas steht? Nur mal nebenbei und so weiter und so fort. Schaut mal um. Tja, nie aufgegeben. Und man soll ja auch nie aufgeben. Ne? Einfach gemacht. So, wie gesagt, der Natural Oud ist sehr, sehr gut. Gehen wir davon weg, dass das auch eine, sag ich mal, Ähnlichkeit mit den One Million hat. Völlig unwichtig. Er steht für sich, weil frisch und noch ein bisschen andere Inhaltsstoffe. Klar, man hat du riechst das, wenn man den One Million kennt, aber den One Million kennen ja nicht so viele, weil er ist ja limitiert oder angeblich limitiert. Trotzdem gibt es ihn anscheinend immer noch. Und ja, auf jeden Fall Natural Oud von Lattafa. Wieder mal gelungen. Da muss ich wirklich sagen, Daumen hoch. Was anderes kann ich nicht sagen. Das ist ein Geheimtipp, wer den noch nicht kennt. Und man hat kein Kuhstall Oud. So, also Leute, haut rein. Kennt ihr den? Schreibt mal in die Kommentare. Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Freunde.